So, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Testen noch ein bisschen hier, mal gucken. Test. So, ja. Ja, wunderbar, alles gut. Willkommen bei einem weiteren Livestream. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Warten noch ein bisschen, bis wann der Channel ein bisschen voller wird und dann geht's los. Haben ein paar Kisten hier zu farmen, machen auch ein paar auf. Gucken wir mal. Ja, vergesst natürlich dem Video nicht ein Like da zu lassen, damit unsere Livestreams natürlich auch schön mit dem Algorithmus hochgepusht werden. Und ja, yes, laut und deutlich. Dankeschön, Garten sei Dank, danke. Ja, wie ist es bei euch gelaufen? Wie ist es das Qualifying? Ihr habt ja gesehen, ich bin in Q2 reingesprungen heute. Und so wie es aussieht, müssen wir da, glaube ich, auch noch ein Rennen machen, weil ich sonst rausfliege mit den Punkten, die ich jetzt aktuell habe. Und ja, gucken wir uns auch mal an hier. Gehen wir mal hier drauf. Müsste Platz 13 sein. Das war so der letzte Stand. Ja, genau, hier 54 Punkte. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch eins machen. Hier da unten, da sind noch einige da. Wir machen auf jeden Fall noch ein Rennen, damit wir uns dann irgendwo im Mittelfeld positionieren. Ja, Nabend, hallo, ja. Garten sei Dank, ja, hast du Lust zu unserem Clan zu wechseln? Ich brauche noch einen Crack. Tut mir leid, ich bin in einem Club hier, können wir uns mal angucken. Ich bin da eigentlich so recht zufrieden, the Crew ist okay. Macht mir auch Spaß, bin ich ehrlich, habe ein gutes Verhältnis mit dem Präsidenten und mit dem Kapitän und da sind auch ein paar Leute da drin, die ich auch hier hingebracht habe und ich bin eigentlich so sehr, sehr zufrieden, bin ich eigentlich ehrlich. Gute Truppe, machen auch reichlich Punkte, verbessern uns stetig, macht mir auf jeden Fall Spaß. Deshalb, du kannst ja natürlich zu uns kommen, mit deinen Jungs, ne? Darüber kann man sprechen, allerdings haben wir bis jetzt auch gar keinen Platz. So, ja, wie gesagt, machen wir hier die goldene Kiste auf, damit wir Platz für 2 Rennen auf jeden Fall haben. Und dann machen wir definitiv noch ein Grand Prix Rennen und hoffen natürlich, ja, auf ein gutes Rennen. Oh, das ist gut, die Goldkiste ist gut. Letztes Teil, was ist da drin? 7 mal Titan, ja, wow. Sehr gut, danke Hatsch. Wir schmeißen dann noch eine grüne rein und wir springen mal in den Grand Prix. Wie gesagt, 54 Punkte, machen wir das dritte Rennen hier, Silverstone. Hoffen wir, dass es regnet. Wie ist euer Quali gelaufen? Garten sei Dank. Monkey. Ich hoffe gut. So, hoffen natürlich auf einen niedrigeren Gegner. Oh, 1700 Leute. Ah, das wird ja was. Fängt ja schon gut an. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da auch so Kanonen erwischt? Ja, wenn ich das mal so sagen darf. 1700, also das ist schon übel. Und er hat bestimmt auch noch Bottas drin. Das heißt, das ist ein Spieler so gesehen, der mit 1750 oder sowas irgendwo rumfährt. Ja, wir führen die Division gerade an. Sollten wir nicht auf P1 aufsteigen, werde ich auf ein Angebot zurückkommen. Bin maximal erfolgsorientiert. Ja, sagt Bescheid. Haben jetzt, so, gucken mal, haben jetzt gar nicht gesehen. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. 15 und 17, R10 und 12. Ja, Leute, wir sind hier ziemlich angeschmiert. Wir werden hier mit Charles Leclerc, wir geben alles. Ich knall da alles rein, was wir haben an Boosts und hoffen natürlich auf ein kleines Erfolgserlebnis. Lass uns das mal so sagen. So, los geht's. 1700er Gegner. Also das ist auch für mich ein Debüt. Ich habe bis jetzt noch keinen 1700er gehabt. Fährt mit Norris und mit George Russell. Viel Erfolg, hoffen wir, dass er da ist. Er benutzt natürlich keine Boosts. Quali P4 Champion, sehr, sehr geil. Oh, wir gehen in Führung. Wir gehen in Führung hier in Silverstone. Ja, jetzt müssen wir sie wieder leider abgeben. Aber alles gut, bin sehr zufrieden mit dem Start. Ah, komm, Charles. Wir müssen nämlich jetzt runter hier vom Gas. Gegner ist auch auf Softs mit Lando Norris. Der kann natürlich einiges an Reifen sparen. Das heißt, wir werden hier
Wie gesagt, der Gegner hat 1700 Teampunkte, Leute. Wir haben 1539. Fahr auch nicht mit meinem schnellen Setup. Jetzt gehen wir wieder in Führung, müssen sie wieder abgeben, verdammt. Das Setup, was ich auch benutze, ist hier mehr Grip. Also wir fahren hier gerade mit Mirage, Leute. Und ich bin die ganze Woche eigentlich mit Spirit gefahren. So, hier können wir ein bisschen beschleunigen. Mal gucken, ob das wirklich was wird. Also Gegner, er ist mit Norris, ist er auf Softs und mit Russell ist er auf Medium. Und das macht mich jetzt stutzig. Was macht der da an Boxenstopp? Ja, wir haben jetzt hier mit Charles noch einen Platz ergattert, können hier eventuell versuchen, hier noch ein Plätzchen irgendwie gut zu machen. Ewiges Feuer natürlich als Boost ist auch sehr, sehr gut, das muss man mal wirklich sagen. Müssen jetzt rein und müssen auch auf Hard springen. Wir sind normalerweise, wenn das gut läuft, kann man hier in England, Silverstone, kann man hier eine 2-2-3 fahren und eine 2-3-2. Oder ne, sorry, eine 3-2-2 und eine 2-2-3. So, das geht. Allerdings muss man sich etwas weiter vorne qualifizieren. Und das ist halt das Problem, was ich aktuell habe mit dem Setup. Ja, so, Gegner kommt jetzt zur dritten Runde mit beiden Fahrzeugen rein. Das ist schon mal gut. Das heißt, er wird definitiv nochmal mit einem pitten, oder? Ja, da. Lando Norris kommt er wieder auf Softs raus. Das heißt, er wird wieder reinkommen. Er fährt genau die Strategie, die ich ja auch sage. Also eine 2-2-3 und eine 3-2-2. Ja. So, hier. Max Verstappen muss jetzt auch pitten. Wir kommen jetzt rein auf Medium mit ihm für 3 Runden. Sieht gut aus. Ich versuche hier noch ein bisschen zu drücken, weil jeder Zentimeter zählt. Aber der Gegner muss wieder in die Pits. Ja, hier mit seinem Lando Norris muss er definitiv rein und wir versuchen so gut wie möglich an seinem Popo zu bleiben, also an dem Heckflügel, so dass wir ihn dann auch vernaschen können. So. Wir kommen jetzt raus, können hier wieder ein bisschen beschleunigen, wir müssen Führung abgeben, alles okay, lassen jetzt Verstappen ein bisschen Platz, gehen mit Charles Leclerc jetzt wieder auf regulär. Komm schon, Verstappen. Was haben wir da vor uns? Das ist Fernando Alonso auf Hard. Der Gegner hat den ja natürlich schon überholt und ja, fährt jetzt ein bisschen weiter weg von uns, aber es funktioniert trotzdem noch. Und wie gesagt, wenn ihr euch vorne platziert hier, ja, 2, 2, 3, 3, 2, 2. Und ihr seht selber Platz 1 und 2 und Platz 3. Schaut mal, wie viel Platz die da vorne haben. Die haben so viel Platz, ja. So, wir sind kurzzeitig wieder in Führung gegangen, haben aber allerdings wieder die Führung abgeben müssen. Aber ich mache mir wirklich gar keinen Kopf, weil es sieht gut aus, weil der Gegner muss jetzt wieder rein. Der Gegner fährt eine 3-3-1. Ist nicht unbedingt lohnenswert, ist auch nicht empfehlungswert, ist gar nichts. Also ist überhaupt nicht gut. Da hatten wir kurz Fernando Alonso überholt und dann plötzlich wurden wir wieder zurückgestoßen. So, jetzt, genau, jetzt haben wir ihn überholt, perfekt. Zischen an ihm vorbei. So, jetzt hier mit Charles Leclerc können wir jetzt komplett Vollgas geben und mit Verstappen müssen wir uns ein bisschen beruhigen. Ja, Rennen gewonnen gegen einen, der 1700 hat, aber die falsche Taktik, also die falsche Strategie. So, hier nochmal ein bisschen Gas geben. Gehen wieder runter hier. Charles Leclerc kann komplett auf Vollgas bleiben. Ja, wunderbar. So, hier eventuell noch versuchen, Platz 9 zu machen. Nein, alles wunderbar. Platz 10 und Platz 12, alles gut. Gucken wir uns jetzt mal zusammen das Equipment an vom Gegner. Setup. Bin ich mal neugierig. Ein geschenkter Sieg hier. Hunters Elite, ja. So heißen sie. So, 7 Norris, 7 Russell. Und dann, boah, Wahnsinn. Also Hydra auf 7, Flow auf 7, wie ihr seht. Ja, ist schon geil. Schon geiles Setup, definitiv. Claw würde ich für True Grit auswechseln. Und dann würden wir hier fliegen. Ja, Monkey Moto, ich sag das ja auch immer in meinen Videos. Also,
die Teampunkte wirklich, die Leute haben direkt Schiss. Man denkt sich so, boah, mies, ne? Der Typ ist ja stark. Natürlich hat er auch dieses Equip, aber es ist ja halt teilweise dann auch ein Bot. Und dann macht er dann halt eine 3-3-1 in Silverstone mit beiden Fahrern. Also das ist ein leichter Sieg. Ja? Ihr habt selber gesehen, 4 Punkte, das schafft auch jeder. Ja? Von daher, so, wir haben uns auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen weiter nach vorne katapultiert. Hier Platz 7. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir gehen mal in den Serie 12 Rennen und schauen uns das mal an. Wie schon gesagt, ich fahre im Moment mit Mirage. Normalerweise fahre ich ja mit Spirit oder Whirlpool. Also ich switch da immer rum. Kein großer Unterschied, bin ich ehrlich. Mirage halt für die Strecken, wo Grip gefragt ist. Also hier die ganzen Straßenrennen, Street Circuits. Da muss man auf jeden Fall Mirage benutzen. Aber sonst ja, können wir eigentlich mit Spirit hier oder mit Whirlpool auch fahren. Wechseln jetzt mal und fahren dann Serie 12. Hoffen, dass wir hier einen realen Spieler erwischen, das wäre cool. Am besten auch mit 1700 Teampunkten. Ja, 1482. Aserbaidschan, Baku, einer meiner Lieblingsstrecken. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie in die Top 5 reinfahren können, eventuell. So, sehr gut. Platz 12, ja, Platz 13 und 14. Sehr gut. So, kommen wir mit Charles Leclerc raus auf Softies und mit. Sollen wir es mal versuchen? Dann machen wir das mal so. Wir versuchen mal was. Mal gucken, ob uns das gelingt. Charles Leclerc hat ja höheren Reifen. Versuchen hier direkt beim Start mit Verstappen dran vorbeizuziehen. Fahren eine 2-3-3 in Baku und eine 4-4. Die ersten 2 Runden für Max Verstappen sollten dann aber auch bitte erfolgreich sein. So. Gehen jetzt hier runter. Sollte eigentlich alles gut sein hier mit den Teamorders. So, perfekt. Platz 13 jetzt vor uns. Wir geben weiter Vollgas mit Max Verstappen. Hat ihn jetzt geklärt. Ihr seht selber, alles okay. Jetzt unser Charles Leclerc muss hier ein bisschen Gas geben. Hat ihn leider abgeben müssen im Platz. Holt er sich jetzt wieder? Das wäre gut. Nein. So, hier. Komm, ein bisschen beschleunigen. Was ist der denn vor uns? Der ist. Okay. Ist auch auf Medium. Alles gut. Spielen für die ersten 2 Runden mal hier so ein bisschen mit dem Gas. Mal gucken, was da so passiert da vorne mit Max Verstappen. Hat er schon 4 Plätze gut gemacht. So gesehen kommen jetzt nach der 2. Runde rein und wechseln nochmal Softies. Hat jetzt vor sich nochmal einen auf Soft. Hat ihn sogar überholt. Wahnsinn. Jetzt noch Bottas und Carlos Sainz vor sich auf Hard. Aber alles in. Hat auch noch Bottas gemacht. Also perfekt. 2 Runden Vollgas hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mit Max Verstappen. Sehr gut. Wir können wieder hier ein bisschen Gas geben mit Charles. Nicht so viel. Das sieht gut aus. Komm raus. Können wir ein bisschen Gas geben. Sehr gut. Gehen jetzt runter und können jetzt erstmal entspannen. Ja, fahren mit Leclerc die letzten 4 Runden auf Hard raus. Können dann noch ein bisschen heizen, können auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gas geben dann, weil auf Medium ist es mir ein bisschen zu langsam. Hat eine gute Pace jetzt gerade für die ersten 4 Runden, weil wir auch da so ein gemixtes Ding haben. Jetzt kommen ein paar Leute rein hier auf Soft, die müssten wir machen. Die müssen wir am besten alle machen. So, jetzt muss ich hier runter mit Charles. Jawohl, sehr gut. Max Verstappen hat jetzt vor sich einen auf Medium, zweimal Medium. Ja, können wir auch ein bisschen entspannen. Wie gesagt, Leclerc kommt jetzt rein. Haben kaum noch Reifen. Für die Kurven okay.
Okay, alles wunderbar. So, hier können wir wieder ein bisschen Gas geben mit Max. So, fahren mit Max dann die letzten 3 Runden auf Medium, Vollgas, komplett. So, für Charles war es das jetzt auch. Ich hoffe, dass wir vor dem Rivalen rauskommen. Nein, haben wir nicht geschafft. Sehr schade. Gucken wir mal, ob wir ihn hier jetzt irgendwo klären können. Ja, da ist er rangegangen. So, jetzt kommt Max Verstappen rein und dann 3 Runden auch nochmal Vollgas. Und ja, dann gucken wir hier die letzten 3 Runden hier einfach zu, was wir hier machen jetzt auf Vollgas. Da auf der Geraden kommen, was ist denn da los? So schnell kann der Gegner doch gar nicht sein. Charles Leclerc kommt da nicht so richtig an den Rivalen vorbei. Das ist sehr ärgerlich, weil der hält uns ab, so wie wir auch sehen. So, Max Verstappen kann jetzt auch Vollgas. Hier, komm. Gucken wir uns mal an, warum er da nicht so richtig dran vorbeizieht. Der Gegner muss auch nach der nächsten Runde rein mit ihm. So, jetzt Windschatten, Inside Line. Will er nicht wissen. Schaut euch das an, wir kommen nicht an ihm vorbei. So, jetzt sind wir vorbeigekommen und jetzt können wir auch ein bisschen Distanz aufbauen. Sieht sehr gut aus. Wer muss denn noch pitten hier? 1. Ja, eventuell sogar noch mehr. Hier die ganzen, ja, da vorne auf Medium. Ja, die fahren durch. Die fahren durch. Platz 8 muss noch rein, also noch ein Alpine hier. Sonst keiner. Ja, das wird dann knapp mit den Reifen bei denen. Sehr schön hier von Max Verstappen. Hat sich Platz 12 geholt. Ja, Gegner. Falsche Strategie, hängt da jetzt da hinten fest. Will jetzt in der letzten Runde noch irgendwie überholen, aber das funktioniert nicht so richtig, weil da sind viele Leute auf Vollgas. So, hier. Da Platz 8 schwächelt auch normal, den holen wir uns auch noch. Komm, da vor uns direkt. Platz 9, sehr, sehr gut. Nein, da verlieren wir noch. Da verlieren wir noch. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Aber alles gut. Platz 10 und Platz 11. Hoffen wir auf eine gute Kiste. Ja, einfacher, genau. Einfacher Sieg. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da irgendwie legendäre Kisten oder irgendetwas bekommen die letzten Tage? Platinkisten oder sowas? Also, bin auch nicht viel gefahren, bin ich ehrlich, aber im Moment sieht es einfach nur nach Goldkisten aus. Und ja, viel Müll da drin. Also nicht das, was wir eigentlich brauchen. Ich finde es auch schade, dass wenn wir eine Serie 12 Kiste kriegen, legendär, dass da plötzlich aber True Grid, also die ganzen Teile, die wir haben, Serie 12, dass die eigentlich weniger Prozent haben, wie zum Beispiel ein Frontflügel episch aus Stufe 1. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja, hier, wenn man dann so hier Tracer zum Beispiel, da kriegst du Serie 3 Frontflügel daraus aus der legendären Kiste. Ist ja ein bisschen, naja. Wofür haben wir dann eine Serie 12 Kiste? Ne? Ja, grün immer. Grün gibt's, grün, die droppen ja wie Sand am Meer. Also jedes 4. Rennen gibt es eigentlich dann immer so eine Gold oder Platin oder Legendär halt. Ne? Also, aber sonst immer 4 grüne Kisten und dann kommt erst was. Oder 3 grüne Kisten. Ja, sehr schön. Legendäre, ja. Hier wieder einer mit 1390 Teampunkten, wie wir sehen. Also Hutch macht es mir sehr, sehr leicht. Ja, Mario, genau. Das ist sehr, sehr schade. Das ist wirklich eine legendäre zu kriegen in Serie 12. Wissen wir ja aus meinem Video, dass die Chance ist 1,67%. Also sagen wir mal, jede 60. Kiste ist eine legendäre. So, und dann kriegt man daraus The Tracer. Das ist doch Blödsinn. Also, verstehe ich nicht. Warum macht Hutch sowas? Warum fahren wir dann Serie 12? Halt, ne? Dann können wir eigentlich auch Serie 11 fahren. Aber da gibt es in Serie 11 Legendärkisten, sind ja keine Serie 12 Teile. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ja, also ist ja auch ein bisschen
Also ist nicht so leicht gemacht, ist schon ein bisschen so, dass man, ihr seht ja selber, ich habe jetzt auch meine Teile auf 4, 5, ne, das sind die epischen. Und ja, da kommt nichts mehr jetzt. Also man muss dann wieder cashen, ja, um dann halt 50 oder 60 Kisten zu öffnen, die dann im Angebot sind, und dann eventuell kann man wieder ein Teil upgraden, ja, so für 50 Euro bis 100 Euro, und das ist dann schon teuer. So, Platz 11 hier mit Charles jetzt und Max Verstappen 12, sieht gut aus. Haben jetzt Carlos Sainz hier vor uns auf Hard. Den versuchen wir in der nächsten Runde bei Start und Ziel anzugreifen. Ja, mal gucken, ob uns das gelingt. Mal gucken, ob wir hier mit dem Joystick, hier mit unseren 3 Pfeilen, das Richtige machen. Ja, Garten sei Dank, die Strecken sind auch bei 11 ein bisschen blöd, aber es geht ja wirklich um die Teile. Also selbst wenn du eine Serie 11 Kiste kriegst, dann kannst du ja schon mal Serie 11 Teile collecten. Aber ja, aus grünen Kisten kommt ja nichts raus. So, wir versuchen jetzt hier mit Charles Leclerc auf der Start und Ziel. So, geben auch hier mit unseren Max Verstappen ein bisschen Gas. Jetzt hoffen wir, dass er nach innen zieht. Jawohl, jawohl, jawohl. Was für ein geiler Überholvorgang. Perfekt. Ja, kurz Gas gegeben bei Start und Ziel. Bis Ende durchgehalten und zack, haben wir ihn überholt. So, jetzt haben wir Fernando Alonso vor uns auf Platz 9. Aber wenn man fast Serie 11 durch ist und kein einziges Epic-Teil bekommt, ist es traurig und schwach. Ja, das ist es ja. Ich fahre ja auch nur noch Serie 12, aber es kommt einfach nichts bei raus. Also, so, jetzt können wir hier mit Charles Leclerc wieder so gesehen Gas geben an der Stelle. Überholen denke ich eher nicht, weil es ist mega eng. Versuchen einfach nur hier den Gap zu schließen und kommen jetzt nach der Runde rein. Ja, Mexiko. So, Charles Leclerc kommt rein. So, können hier nochmal auf regulär, damit wir diesen kleinen Gap nochmal schließen, aber nochmal genug Platz haben für die Boxeneinfahrt. Jetzt können wir Gas geben. So, und jetzt hier nochmal Gas geben, auch mit Max Verstappen. Hoffe ich, dass wir alle überholen. Jawohl, sieht sehr gut aus. Können wir auch nochmal Vollgas geben hier. Charles Leclerc kann jetzt Vollgas geben für 4 Runden. Haben Platz nach vorne und nach hinten. Das sieht gut aus. So, müssen noch einige Leute rein natürlich. So, und dann, los geht's hier, komm. Haben wir da gerade eine Position verloren? Oh, Charles Leclerc ist am Durchdrehen hier. Sehr gut. Ah, Platz 8 hat er nicht mehr geschafft, aber alles gut, alles gut. Hier nochmal Gas. Hat er 2 Plätze in einer Runde da gemacht. Super. So, jetzt hier. Ah, da haben wir ein bisschen was verloren. Alles gut. So, holen wir wieder rein. Naja, um eine Gold-Platin-Kiste zu bekommen, müsste ich erstmal gewinnen. Bin schon genug gefrustet, trotz extremer Siegesserie. Ja, also gewinnen, du weißt, Garten sei Dank. Man kann nicht jedes Rennen gewinnen. Ne? Und ja, wenn du mal diese Rennen verlierst, ja, dann ist es halt so. Man muss halt schauen, die Strategie. Im Endeffekt, wenn du gegen einen Bot fährst, gewinnt man eigentlich 90%, dass du gegen Bots gewinnst. Ne? Wenn du dann einen Live-Spieler erwischst, natürlich ist das ein bisschen schwerer. So, hier nochmal auf der Geraden. Charles Leclerc versucht da am Platz 8 durchzugehen, schlendert da rum. Ihr seht selber, das Auto verhält sich gerade nicht gut nach 2 Runden Boost. Wir gehen mal ein bisschen auf regulär mit beiden Fahrern. Gucken wir uns mal an, wie die sich damit verhalten. Aber erzählt mir mal von einer von euch, wie soll ich mal bei Champions fahren mit Titan und Tracer? Das geht nicht, Mario. Das geht leider nicht. Da muss ich dich leider enttäuschen. Mit Tracer, also du brauchst für Champions dieses Jahr, weil die Leute einfach mega stark sind, brauchst du mindestens diese 5 Teile. Ja, also hier True Grit, Hydra, Heckflügel, Motor, ja, diese 5 Teile. Das Einzige, was du spielen kannst, ist das Getriebe. Das Getriebe, damit kann man spielen. Aber die anderen 5 Teile, die sollten mindestens, bei mir jetzt in dem Fall, auf 3 sein. So, ich habe es vorher nicht geschafft. Und ich habe sogar jetzt noch, mit Ach und Krach, komme ich ja durch die Quali. Ihr seht es ja, in meinen Videos. Es ist nicht leicht. Ja. Jo, fahre morgens, wenn meine Frau zur Arbeit geht, zwischen 5 und 7 Uhr ist kein Mensch online. Ja, genau, das ist schon mal gut. Allerdings heißt es aber nicht, dass deine Rivalen dadurch dann schwächer werden. Deine Rivalen fahren ja trotzdem dann die Punktzahl. Weißt du, was ich meine? Also, deswegen, der Grand Prix ist deine persönliche Leistung. Das ist im Endeffekt, klar ist das besser, wenn du morgens fährst und dann Leute hast mit weniger Teampunkte wie du, dann hast du ein besseres Qualifying und du fährst natürlich bessere Punkte. Auf jeden Fall. So, das ist schon mal gut. Aber deine Rivalen, die machen die gleiche Taktik. Also fahren die da enorme Punkte
und ja, rocken die Bude. Ach, eine Goldkiste, schaut euch das mal an. Bekomme aber keine Teile Serie 11 zum Beispiel und ich bin fast Serie 12. Ja, also wie gesagt, um alle 5 Teile zu haben dieses Jahr, ich habe auch ein bisschen Geld investiert und dann hat man das Setup, dann ist man zufrieden. Deswegen, ich habe auch circa so 150 Euro ausgegeben auf dem Account und das reicht wirklich, um auch schon nach oben mitzuspielen. Aber ich habe auch das Pech, bin ich ehrlich, Leute. Ihr seht das auch an meiner Gruppe. Ich bin auf einem anderen Server. So, meine Spieler sind ein bisschen stärker. Das heißt, ich muss mehr Punkte fahren. Ihr drüben in Europa, ihr habt es eigentlich okay. Die Gruppen sind okay. Das, was ich sehe von den YouTubern bei euch. Von daher ist das schon mal gut. Ja? Warum